Hallo liebe Zuschauer, ja, das ist der Günther, den kennt ihr ja schon von den anderen Filmen. Wo geht es heute hin? Es soll heute nach Krabi gehen. Wir haben also vor, 3 Nächte in Krabi zu verbringen und sind jetzt auf dem Weg zur Fähre. Ja, Krabi habe ich 2017 das letzte Mal besucht. Du? Wann warst du das letzte Mal da? Ich war 2017. Auch 2017. Was wir besuchen wollen, also ich habe da auf jeden Fall den Tigertempel noch in Erinnerung. Diesen hohen Berg, wo oben der Tempel drauf ist. Das war super auch mit der Drohne zu fliegen. Ich hier nicht die 1300 und wer weiß wie viele Treppen hoch. Habe ich auch keine Zeit so und keine Lust. Ja, am Strand, da wollen wir mal natürlich ein bisschen gucken. Und natürlich das Nachtleben. Wir sind ja Bad Boys. Das ist jetzt was von Günther. Nein, wir halten uns ganz zurück. Ich sag dazu nichts. Ja. Na, wir wollen natürlich auch ein bisschen Spaß haben und gucken uns mal Krabi an, wie da eben jetzt momentan ist. Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt. Also hier ist jetzt gerade über Samui eine dunkle Wolke über die Berge gekommen. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein ganz anderer Küstenabschnitt, das ist zum Indischen Ozean. Und ich habe eigentlich Wert drauf gelegt, ich habe dem Günther gesagt, wir müssen ein bisschen höher liegen. Da war ja damals vor 20 Jahren noch Tsunami. Und wir liegen, wie viele Kilometer liegen wir im Inland? Wir liegen ca. 3 Kilometer vom Strand weg. Ja, 3 Kilometer vom Strand entfernt, bevor wir nasse Füße bekommen. Und ein bisschen höher gelegen. Ist keine Geckerei, da sollte man also schon mal drauf aufpassen. Vor allen Dingen, wenn man da hinkommt, dann sieht man ja überall die Schilder, Tsunami-Gefahr, was man alles machen muss. Da wird man also schon wach. Das ist ja da waren über 200.000 Menschen sind damals gestorben. Ne? Gut, jetzt fahren wir erstmal zur Fähre rein. Ja, hier sind wir am Checkpoint, aber ich glaube, die lassen uns noch nicht drauf, weil wir zu früh hier sind. Ja, hier sind wir am Schalter, dann gibt man sein Ticket ab. Ich habe das ja schon eine Woche vorher gebucht und man muss seine ID-Karte abgeben, das wird aufgenommen. Und wenn man in der Reihe steht und man wird aufgefordert, auf die Fähre zu fahren, dann muss der Beifahrer oder alle Personen im Auto raus und dann checken die hinten ein. Ich meine 120, 150 Baht ist es. Und der Fahrer geht dann normalerweise nach oben und trifft sich dann mit den anderen. So, jetzt dürfen wir auf Platz Nummer 1. Wir haben Glück und können auf die Fähre. Passenger walk? Yes. Sir, ticket passenger? No, No, you have to. I need, yeah. Yeah, you can. I Ja, manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben und es ist noch Platz auf der Fähre und da haben wir 1 Stunde gespart. Das ist super geil. Ja, die Besatzung kümmert sich jetzt um das Fahrzeug. Das wird jetzt hier unten verkeilt, damit der sich also nicht bewegen kann. Und ich gehe jetzt nach oben zum Günther. Ja, liebe Zuschauer, hinter mir seht ihr die Küstenausläufe von Don Sac, also die Kalksandberge. Ich schätze, wir brauchen jetzt noch eine halbe Stunde und laut Navi ist es 240 Kilometer von hier entfernt. Also wir müssten so in 2 Stunden dicke sind wir denn da, also nachmittags. Dann werden wir erstmal unsere Unterkunft aufsuchen, die wir da ausgesucht haben. Ja, und dann gehen wir auf Erkundungssuche. Nach 1,5 Stunden sind wir jetzt in Don Sac angekommen. Das war eine entspannte Schifffahrt, kein Wellengang zu verspüren. Und ja, wir sind ja noch auf
die Fähre gekommen, eine Stunde vorher, hatte ich ja da eben mal kurz erwähnt. Die Fähre ist aber nicht voll gewesen. Hinter uns war noch Platz so für 10 Fahrzeuge, das kann also auch passieren. Aber ich finde es immer besser, wenn man vorher bis zu eine Woche vorher kann man schon die Tickets kaufen. Dann weiß man auch, dass man 100%ig drauf kommt. So, wir haben jetzt eine Fahrstrecke von 2,5 Stunden vor uns, wenn wir hier mal rauskommen. Es muss schön im Reißverschlussverfahren gehen, ansonsten gibt es Trouble. Ja, und wir zwei melden uns, wenn wir auf Strecke sind. Ja, jetzt lassen wir erstmal das Auto rollen. Hier scheint die Sonne. Ja, wir sind jetzt 1,5 Stunden unterwegs gewesen, also kein Problem. Wir haben ja normalerweise heute hier in Thailand einen Brückentag. Wir hatten ja gestern, war der Todesfall vom alten König gewesen. Wir hatten eigentlich schon gedacht, also ist mehr los hier. Aber die Straße ist frei, kein Stau. Und jetzt haben wir hier die Raststätte angefahren, auch wieder großzügig ausgebaut. Und da vorne hinter dem Günther ist Amazon. Das ist ein Café und da möchte ich jetzt gleich mal einen Kaffee trinken gehen und anschließend gehen wir nach 7-Eleven ein paar Süßigkeiten holen. Amazon ist so eine Kaffeekette, die hat man nicht nur an den Autobahnen, die haben wir zum Beispiel in Menam haben wir auch so eine und da kann man einen guten Kaffee trinken. Sabadi Cup, one cappuccino, not hot. Ja, wir haben jetzt noch knapp über eine Stunde zu fahren. Der Günther hat also schon vorab angerufen, dass also 2 Zimmer für uns reserviert sind. Und mal schauen, was wir denn anschließend machen. Also so viel gibt es ja nicht, außer die Inselwelt in Krabi. Ja, im Laufe der Jahre war ich ja öfters schon hier auf den Highways und muss sagen, die sah bisher immer picobello aus. Da liegt kein Müll rum, ist sehr gepflegt. Auch die einzelnen Geschäfte, die da angeschlossen sind. Also hier, ich freue mich also schon darauf. In 2 Monaten geht es ja hoch. Ich glaube am 7. oder 8. fahre ich los nach Rayong mit einer Übernachtung in Hua Hin. Und das wird eine angenehme Fahrt sein. Vor allen Dingen mit dem Wagen jetzt. Das ist also schon ein himmelweiter Unterschied. Er braucht momentan 7,3 Liter auf 100 Kilometer. Und wir haben den Spritpreis bei 1 Euro. So, jetzt gehen wir mal auf die Toilette. Und habe ich zwar noch nie gefilmt, aber ich filme auch mal die Toilettenanlage. Ich muss sagen, die sind nur tipptopp gewesen auf den ganzen Raststätten, wo ich gewesen bin. Ja, wir haben natürlich hier auch getrennt. Für Behinderte, für Frauen, für Männer. Ah, jetzt gehen die schon so viele Männer jetzt da hinten hin, da kann ich natürlich die Kamera dann nicht mitnehmen. Ich kann aber euch versichern, die sehen immer tipptopp aus. An den Raststätten sind auch kleine Shops angegliedert. Hier sind zum Beispiel Bekleidungsgeschäfte und Souvenirläden. Ja, und da hinten ist der 7-Eleven, da wollen wir ja noch hin. Aber mein Freund Günther ist noch hier im Kaffeeshop. Den gehe ich jetzt gleich mal holen und dann fahren wir weiter. Da sitzt er ganz entspannt. Ja, wenn du soweit bist, dann können wir nach 7-Eleven gehen. Und ich gehe noch in 7-Eleven, er hat etwas zu verstärken. Vielleicht ein Bounty, finde ich, wäre mal. Ja gut, da kann man ja noch. Da war ja was. Mit Rum. Diejenigen, die nicht... Ja? Also übrigens diejenigen, die nichts damit anfangen können, hier oben verlinke ich das mal, wo wir den Bounty rumgetrunken haben. Ne? War eine schöne Anekdote, das Ganze. Gut, gehen wir mal rüber. Ja, da hinten eine Hose für 100 Baht. Das sind 2,70 Euro. Sind ganz moderate Preise hier, obwohl es an der Raststätte ist. Hier sind Lebensmittel. Ja, die Tankstelle füllt sich erst langsam. Ich sagte ja schon mal, wir haben heute einen Brückentag hier in Thailand, Freitag, der 14. Da gehen wir mal rein. Kakao. Ja, das will ich denn wohl. Ja, Günther nimmt auch eine Stärkung mit Sandwich. Ja, Crabstick
Mayonnaise und Thunfisch. Ja, Pfeffrig ist nicht zum Warmmachen. ist nicht zum Warmmachen. Okay, dann gehen wir mal. Der Günther hat uns jetzt hier zum Jungle Village manövriert. Ich bin ja mit der Drohne hinterher geflogen. Ich hoffe, ihr seid nicht schwindelig dabei geworden. Mein Auto hat uns sehr gut nach hier geführt und der Günther ist jetzt reingegangen, um uns anzumelden. Ja, der Günther erzählt gerade, er hätte ja vorab das gebucht. Und wir wollen jetzt mal gucken, was jetzt frei ist an Bungalows, und sie will uns rund führen. We can go and see room over there. My friend here, he show you for the room there. Yes, and he knows the price. The price 1,290 baht per night in over there. Yes, but you talk about 700. At here. Here is 700? Yeah, 790 at here. Was? Du sprichst Deutsch? Er spricht Deutsch. Gut. Ich knall ihn hier. Ja, zeig uns mal was für uns. Ja. Wir werden uns jetzt mal die einzelnen Räumlichkeiten angucken. Das ist ja zwischen 700 und 1200 Watt. Wir wollten also nicht so viel ausgeben. Wir gehen jetzt hier durch das Ressort in die andere Bungalow-Anlage. Da soll auch ein Pool dabei sein. Es sieht also im ersten Moment alles sehr gepflegt aus. Und hier sind auch die kleinen Bungalows. Es war gerade eine Überraschung, dass hier der Mitarbeiter ein fließend Deutsch spricht. Das Wetter verwöhnt uns auch. Da ist auch der Name. Ja, schön.
Die sind jetzt für 1200 hier. Ja, 1200. Staunig auch. Ja, hier ist auch eine Poolanlage. Sieht super schön aus. Ja, natürlich. Ja. Hier haben wir Wohnzimmer. Der Wohnbereich, da kann ich mich noch dran erinnern. Ach, hier warst du drin? Ja, in der vergleichbaren Unterkunft, die sah genauso aus, nur ich hatte damals noch keine Trennwand. Nee, das war damals ein großer Raum und ich war halt in dem Gebäude da vorne untergebracht. Aber die Anordnung ist zu 90% ist sie genau die gleiche. Ja. Ne? Ja, dann hier war der Schlafbereich. Mhm. Hier ist eine Küche untergebracht oder eingebaut. Die war damals auch schon wirklich in sehr gutem Zustand. Das ist ausgeschaltet. Elektrik wegen der Chipplatte wahrscheinlich. Ja, also für diejenigen, die länger hier sind, sage ich mal, da lohnt sich das vielleicht mit der Küche. Ja, sauber. Wirklich guter Zustand, ja. Ja, das ist der O. Ich habe ja da eben gesagt, er kann wunderbar Deutsch und das interessiert mich natürlich und wahrscheinlich euch auch. Wieso kannst du denn so gut Deutsch? Ich habe 20 Jahre in Deutschland gewohnt. Wo? In Köln. In Köln, ich komme von Aachen. Ach, ist ja nicht weit entfernt. Das ist 70 Kilometer entfernt. Ja. Ja, 20 Jahre. Ja. Und deine Mutter ist nach Deutschland gegangen als Thailänderin, ist verheiratet mit einem Deutschen. Ja, und sie hat jetzt da ein Massagestudio. Ja. Und wann bist du denn wieder nach hier gekommen? Kurz vor Corona. Kurz vor Corona. Und kannst du denn Thai sprechen? Ja, auch. Ja, das ist alles perfekt. Ja. Ja, danke. Jetzt gucken wir uns noch das andere Zimmer an. Ja. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder in der ersten Anlage. Alles super gepflegt. Der Garten auch. Auf jeden Fall muss das Zimmer eine Klimaanlage haben. Ne? Hat jedes Zimmer. Okay, dann gehen wir mal gucken. Ein Bett ist da. Ja, das brauchen wir ganz bestimmt. Das ist wichtig. Und ein Fridge. Ja, das eine richtige Junggesellenbude. Da ist der Günther am Lachen, dass ich ja Bettteste, das ist ein wichtiger Bestandteil. Habt ihr das gerade mitbekommen? Wir haben eine Verbindungstür, sagt der Günther. Ich habe gesagt, das lassen wir mal sein. Ich mach's mal eben. Darf ich mal fragen, So viele Sicherheitshebel. hier darf ich mal überall. fragen, wer kann die Türe öffnen? Nur du oder kann ich die auch abschließen? Nein, die kannst du Also abschließen. Wenn du von innen verriegelst, nee, dann komme ich auch nicht rein. Ja, das ist auch gut so. Ich brauche keine Zuschauer. So, jetzt sind wir mal beim Günther rein. Copy-Paste nehme ich wohl an. Ja. 1 und 2 ist ein durchgehendes Bett. Ich glaube, das wird für ihn ein Problem geben. Er breitet sich nämlich gerne im Bett, in einem großen Bett aus. Und dann sind wir nicht so nahe zusammen. Two bad boys in Krabi. Ich habe da mal einen Urlaub gemacht in Jugoslawien vor vielen, vielen Jahren. Da war ein Pärchen neben uns, hinter uns. 7-mal hat er es geschafft. 7-mal hat die, ich will nicht sagen, es war eine Katastrophe. Nach 5-mal haben wir dann schon angefangen zu klopfen an der Wand. Das war zu viel. Naja, aus dem Alter sind wir ja raus. Wenn du dir ein anderes Zimmer, oder ich suche mir ein anderes Zimmer, dass wir nicht wirklich Wand an Wand liegen. Ich bin ja ein bisschen schüchtern. Ja. Hier nochmal ein Blick auf die Poollandschaft. Habt ihr für 4 eventuell dann Mieter? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hoffe, du bist damit einverstanden, okay? Absolut. Ja? Natürlich, klar. Trifft es doch. So, jetzt gehen wir unsere Klamotten holen und dann ziehen wir ein. Wir lassen es uns ja jetzt nicht nehmen, in den Pool zu gehen. Es geht ja nichts über Rentnerleben in Thailand. Komm mal zu mir. Absolut klasse.